Moin Moin zu einer weiteren Folge Wir Garten jetzt. Heute stellen wir selber Gelbtafeln her. Wie du das genau zu Hause machst, siehst du jetzt. Viel Spaß! In einem von unseren letzten Videos haben wir ja schon erklärt, wie man Fruchtfliegen bzw. auch Trauermücken loswerden kann mit Apfelessig. Jetzt zeigen wir euch noch eine andere Alternative dazu, statt das mit dem Essig. Und zwar mit diesem schönen gelben Tonpapier. Gibt es in jedem Schreibwarenhandel zu kaufen. Funktioniert super gegen Trauermücken, die ja wirklich ein Übel sind für Pflanzen, denn die Larven von den Trauermücken, die sind in der Blumenerde und fressen die Wurzeln der Pflanze auf. Was dann dazu führt, dass die Pflanze elendig eingeht. Und das wollen wir nicht. Nein. Ich habe vorhin schon einmal Zucker in Wasser aufgekocht und aufgelöst zu einer klebrigen Masse, bis es so honigartig wurde. Gibt noch ein bisschen Leinöl mit dazu, damit das auch schön klebrig bleibt, wenn nur das Wasser drin ist. Könnt ihr das sprichwörtlich, wie mein Origami-Lehrer sagt, so wo du gerade schön Papier schneidest, das könnt ihr dann sprichwörtlich knicken. So, wir haben hier unsere schöne klebrige Masse und Pappkarton. Stabil, in Gelb. Den könnt ihr auch laminieren, dann könnt ihr den mehrmals verwenden, wenn ihr die Masse aufgetragen habt. Und den bestreicht ihr dann einfach mit dieser Masse, da wir keinen Pinsel im Haus haben gerade. Nehmen wir so ein bisschen von der Masse. Oh, die klebt total. Sieht aus wie Honig. So. Und damit bestreicht ihr das Ganze dann hier. Geht mit dem Pinsel natürlich einfacher. Es hilft nicht nur gegen Trauermücken oder Fruchtfliegen, sondern auch gegen diverse andere Schädlinge oder Nützlinge. Manchmal sind es auch Nützlinge. Ja, deshalb verwenden wir es drin. Draußen ist das so ein zweischneidiges Schwert. Ich habe oft gelesen, als ich mich darüber erkundigt habe, dass viele sich darüber beschwert haben, dass das in Bäumen nicht so gut wirkt. Und auch unter anderem, dass Vögel hängen bleiben in Obstbäumen, weil viele machen das an ihren Kirschbäumchen ran oder an den Apfelbäumen. Mag ja vielleicht sinnvoll sein, dass die Ernte gerettet wird, wenn die Schädlinge anfangen, das zu fressen, aber es ist natürlich jetzt nicht so vorgesehen, dass die Vögel da dran kleben bleiben. Also nicht direkt in die Bäume hängen, am besten, ich persönlich finde, gar nicht in den Baum hängen, und wenn es wirklich nicht anders geht und ihr viele Nutzbäume habt, dann außen am Baumstamm mit dran befestigen, wo die Vögel nicht ihre Nester bauen oder auch nicht rangehen. So, hier drin haben wir keine Vögel, die rumfliegen. Deshalb können wir das bedenkenlos machen. Das Ganze stecke ich hier in die Blumenerde rein, am Rand des Topfes. Nicht, dass ihr die Wurzeln kaputt macht. Und dann haben wir da eine wunderbare Gelbtafel. Wir haben die Schädlinge nicht bei uns, aber das Ganze hier ist ja auch nur ein Erklärvideo. Das kann man auch mit blau Pappkarton machen oder auch mit roten. Je nachdem zieht ihr dann andere Schädlinge an. Genau. Weil die Farben jeweilige Signalfarben für die Schädlinge sind. Der Zucker kommt nochmal dazu. Passt auf, wenn ihr Haustiere habt, dass die da nicht unbedingt lang rennen. Unsere Katze ist vorhin reingetreten, als wir das schon einmal geprobt hatten und als er das frisch fertig gekocht hat, um das etwas abkühlen zu lassen. Die rannte mit einem gelben Kärtchen hier rum. Und das ging dann nur so. Oh ja. Shisha Schaschlik, das Ende vom Spieß ist erreicht. Das war's mal wieder mit einer Folge von Wir Garten jetzt. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Gefällt mir da. Abonniert unseren Kanal, dann sind wir noch motivierter, noch bessere und noch viel geilere Videos zu machen, damit ihr auch so schöne Pflanzen bekommen könnt wie wir bei Wir Garten jetzt. Sag, das ist dein Ernst?